Grüezi und herzlich willkommen in der Provence. Ja, Avignon ist ein Besuch mehr als wert, denn innerhalb der Stadtmauern hat Avignon viel zu bieten. Romantische Parks, natürlich den Palast der Päpste und die Kathedrale und viele weitere wunderschöne Gebäude in engen Gässchen. Und außerhalb der Mauern natürlich ebenso. Deshalb verlieren wir keine Zeit und legen gleich los. Der Pont du Royaume führt auf die Ile de la Barthelasse und bereits etwas weiter auf dem Pont Édouard Daladier sind 3 der vielen Sehenswürdigkeiten von Avignon bereits auszumachen. Den Pont Saint-Benezet, dann der Palast der Päpste sowie die Kathedrale von Avignon. Majestätisch steht der Pont Saint-Benezet über der Rhône. Das Bauwerk gab Anregung für das Lied Sur le Pont d'Avignon und gilt als Wahrzeichen der Stadt. Als erstes sehen wir uns die Stadtmauer an, die die historische Altstadt umschließt, unterbrochen nur vom Felsenhügel Rocher des Doms, von dem aus wir später eine fantastische Sicht auf die Stadt und deren Umgebung genießen werden. Die Ringmauern um die Altstadt gehören zum UNESCO-Welterbe. Sie sind 4,3 Kilometer lang und der Bau begann 1355. Doch das sind Standardinfos, ich lasse lieber die Bilder wirken. Die Straßen sind zwar teilweise recht eng, trotzdem fahren wir in 2 Minuten und keine Sekunde länger quer durch die Stadt und zurück, also von Stadtmauer zu Stadtmauer. Es ist ein toller Genuss, durch die Straßen respektive Gassen, Parks und entlang vieler wunderschönen Bauten zu schlendern.
Der Palais des Papes war zwischen 1335 und 1430 die Residenz verschiedener Päpste und Gegenpäpste. Es ist eines der größten und wichtigsten mittelalterlichen gotischen Gebäude in ganz Europa. Die Kathedrale Notre-Dame de Dome ist die römisch-katholische Kathedrale des Erzbistums Avignon und Sitz des Erzbischofs von Avignon. Ja, noch einmal können wir den Pont d'Avignon bestaunen. Diesmal vom Rocher de Dome aus, der ohnehin eine wunderbare Aussicht über die Landschaft, die von der Rhone durchzogen wird, gestattet. So zum Beispiel auf den Tour Philippe-le-Bel und das Fort Saint-André, beide in Villeneuve-les-Avignon, das gegenüber Avignon am rechten Ufer der Rhone liegt. Und wenn wir schon den Blick in die Ferne richten, in der Provence gibt es wunderschöne Lavendelfelder zu bestaunen. Eindrücke davon möchte ich euch nicht vorenthalten. Und im benachbarten Villeneuve-les-Avignon habe ich ein Restaurant entdeckt mit einem herrlichen Naturgarten, Teich und selbstverständlich feinen Menüs. Das Ende naht, zumindest dieses Films. Ich danke dir ganz herzlich fürs Dabeisein hier in Avignon. Dein Kommentar freut mich genauso wie dein Like und dein Abo. Und drücke einfach die Glocke, dann verpasst du künftig keinen meiner Filme. Wir sehen uns schon bald wieder auf meinem Kanal. Bleib einfach dabei und bleib munter.